Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt vielleicht eine In-and-Out-Bilanz erwartet zu diesem Datum, aber die folgt leider diesen Monat ein bisschen später. Ich habe mich nämlich mit ein paar anderen YouTuberinnen zusammengetan, um das gemeinsam zu machen. Das heißt, mit diesem Video müsst ihr euch ungewöhnlicherweise ein kleines bisschen gedulden, aber es geht heute trotzdem um Minimalismus. Ich habe nämlich schon eine ganze Weile nicht mehr aussortiert in der Wohnung und ich hatte heute richtig Lust, einfach mit euch zusammen mal durchzugehen, in alle Ecken zu gucken und zu schauen, was sich angesammelt hat, was aufgebraucht wurde, was kaputt gegangen ist und all diese Sachen loszulassen. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Lasst uns direkt loslegen. Dann würde ich sagen, starten wir doch auch gleich im Wohnzimmer, wo ich auch gerade stehe. Hier gibt es erstmal nichts wegzutun. Das ist meine Pflanze, die Box, die wir immer benutzen und unser Repeater, heißt es, glaube ich. Das Hundekörbchen, das Sofa, da ist soweit alles beim Alten. Hier hinten ist mein Korb, mit dem ich immer hoch auf die Terrasse gehe und mein Hut. Und da können wir mal einen Blick reinwerfen, ob da irgendwas drin ist, was nicht unbedingt notwendig ist. Okay, also hier haben wir eine Decke. Ach ja, da schau einer an. Tatsächlich, hier ist meine Sonnencreme, ein Notizbuch und Haftnotizen. Und das ist mein Sketchbook, also da male ich ab und zu drin. Und dieses Buch hier habe ich jetzt kürzlich im 3. Versuch wieder angefangen zu lesen. Und ich fühle es einfach so gar nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie catcht es mich nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein schlechtes Buch ist, aber es ist einfach nicht so das, was ich mir unter dem Titel vorgestellt hatte. Und ich glaube, deswegen darf das Buch gehen und ein neues Zuhause finden. So, dann haben wir hier den Flur. Hier ist eigentlich von den Jacken her alles in Butter und von Handtaschen oder so, was hier sonst hängt. Ich habe hier oben einen Korb mit Mützen und Wintersachen, da kann ich ja mal durchgucken. Also eine Cappy, die muss ich auf jeden Fall mal sauber machen. Die ist nämlich hier voller Make-up. Ich habe keine Ahnung, wie ich die sauber kriegen soll. Ich habe ein bisschen Angst, in die Waschmaschine zu tun, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das geht. Gibt es hier eine Anweisung? Ah ja. Nicht waschen. Okay, gut, dann muss ich das wohl mal mit Handwäsche probieren. Aber wenn man sieht, dass es so dreckig ist, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich meine, meine schwarze hier ist wahrscheinlich genauso dreckig, aber das sehe ich nicht. Dann habe ich 2 Mützen, beziehungsweise meine und die von meinem Mann. Mein Stirnband, Halstuch, Sonnenbrille, meine Handschuhe, noch eine Mütze, Leckerlis. Ah ja, und die kann, glaube ich, jetzt auch mal in den Müll. Maskenpflicht ist jetzt auch in Chile aufgehoben seit kurzem. Und deswegen muss die auch nicht mehr aufgehoben werden. So, in der Reihenfolge, in der ich das momentan brauche. So, das zählt jetzt natürlich nicht wirklich als aussortierter Gegenstand, aber trotzdem schön, das wegzuhaben. So, dann bin ich jetzt mal in der Küche und gucke hier mal in alle Schränke, ob mir was in die Hände fällt. Ein Problem, das wir in Chile öfter haben, ist, dass viele Sachen, die eigentlich rostfrei sein sollten, nicht rostfrei sind. Zum Beispiel solche Küchenutensilien. Und hier könnt ihr sehen, dass es rostet und auch aufgebrochen ist. Und ich glaube, mein Mann hat es gerade wieder ein bisschen zusammengeschoben. Aber das ist auch schon sehr locker. Das heißt, in wahrscheinlich spätestens 2 Monaten ist dieser Löffel dann auch durch und wir brauchen dann einen Ersatz. Aber so lange benutzen wir den jetzt noch. Ultra schade, ultra schade. Und es ist ja eigentlich so, dass man als nachhaltig lebender Mensch in Deutschland immer wieder gesagt bekommt und vielleicht auch selber rezitiert, dass es nachhaltiger ist, Gegenstände aus Holz oder Metall zu haben, als Gegenstände aus Plastik. Das war zumindest immer meine Lebensphilosophie in den letzten Jahren. Und leider Gottes muss ich diese Meinung hier ändern, denn die Gegenstände, die hier verkauft werden aus Metall, sind stellenweise von so schlechter Qualität, dass dieser Gegenstand aus Plastik deutlich länger halten würde. Das heißt, es wäre wahrscheinlich nachhaltiger, so einen Löffel aus Plastik zu kaufen und den einige Jahre zu benutzen, als alle 6 Monate so einen Löffel aus Metall. Und dieser Löffel ist leider nur ein Beispiel von vielen Sachen, die uns hier wegrosten, obwohl man davon ausgehen sollte, dass die aus rostfreiem Stahl sind. Auch unserem Kochlöffel aus Olivenholz fehlt leider inzwischen schon
eine Ecke, den werden wir natürlich weiter benutzen. Aber auch ein neuer Kochlöffel muss es irgendwann mal sein, spätestens würde ich sagen, wenn die Hälfte davon weg ist. Ich habe hier so eine Teeprobe aus dem Unverpacktladen, die habe ich dann hinterher in Plastik. Ich habe die im Unverpacktladen in dieser Papiertüte mitgenommen. Schmeckt mir leider überhaupt nicht, deswegen kommt jetzt mal in den Müll, weil ich weiß ganz genau, dass ich den nicht trinken werde. Eine unnütze Sache oder eine Sache, die ich hier in der Küche aussortiere, habe ich dann dennoch gefunden. Und zwar dieses Geschirrtuch. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut erkennt. Das war ein bisschen ein Fehlkauf, weil es hat eine extrem grobe Struktur. Und außerdem, ich weiß nicht warum, aber es gibt so Stoffe, die saugen einfach kein Wasser. Und dieser Stoff gehört dazu und das ist natürlich gänzlich ungeeignet für ein Geschirrtuch. Das heißt, Sachen mit diesem Tuch aufzuwischen ist einfach ein Albtraum. Und deswegen werde ich dieses Geschirrtuch jetzt mal aus der Küche entfernen. Ich habe mir auch letztens bei Ikea noch welche gekauft. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht mehr so die Not, dass ich dieses Geschirrtuch unbedingt benutzen muss. Und ich werde es als Lappen weiterverwenden zum Malen und Kunst machen und als Unterlage und so dafür. Aber für die Küche ist es auf jeden Fall nicht zu gebrauchen. Und es fliegt hier raus. Meine Malsachen stehen vorübergehend hier im Flur, denn in meinem Büro versuchen wir gerade eine Jalousie zu installieren, was nicht so einfach ist. Deswegen dauert das einige Tage oder Wochen und die Sachen sind hier geparkt. Und da wandert jetzt auch mal dieses Tuch hin. Ansonsten wird hier eigentlich nichts aussortiert. Alles beim Alten. Auch die Bücher dürfen alle bleiben sonst. Mein Büro sieht gerade so aus, weil die Jalousie soll da oben installiert werden. Das ist eine Geschichte für sich. Hier steht sie. Ist nicht so einfach, wie man denkt. Die ganze Geschichte habe ich euch auch in Instagram schon erzählt. Aber ich habe ein bisschen umsortiert. Gut, der Schreibtisch ist jetzt gerade super unordentlich, weil ich auch mitten am Arbeiten bin. Vielleicht mache ich mal kurz Ordnung und zeige euch, wie ich ihn eigentlich gerade gedacht habe. So, jetzt kann man das besser sehen. Also, ich hatte ja vorher meine Stifte hier in einem von diesen beiden Körben und das habe ich jetzt geändert. Ich habe in dem einen Korb jetzt mein Notizheft bzw. Tagebuch und so. Mein Tagebuch ist aber gerade woanders, weil ich es woanders geschrieben habe. Und habe stattdessen hier noch so ein bisschen Kleinkram aus der Stiftebox mit rein, also Radiergummi, Tippex und hier ist ein Spitzer. Und den zweiten Korb, den benutze ich jetzt für die Adapter, die ich so täglich brauche, meine Handcreme. Und eigentlich liegen meine Kameras, also diese hier und die GoPro dann hier drin, wenn ich sie nicht brauche. Und eben Stativ, was ich am schnellsten brauche. Hier ist mein Content-Kalender. Ich habe wieder angefangen, mir den auf einem Blockblatt zu schreiben. Und den habe ich quasi hier, wenn ich arbeite, immer sichtbar, sodass ich sehr gut in die Zukunft planen kann. Hier unten drunter sind ja noch meine 2 Festplatten. Und auf der Seite habe ich jetzt hier einmal meinen Filofax und hier habe ich jetzt nochmal einen anderen Planer in Gebrauch, den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Freundin Pascal. Und diesen Planer benutze ich für Business-Ideen für Chile. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Sachen, die mich verlassen. Nämlich einmal dieser Stift hier. Der ist nämlich leer. Und den kann man leider nicht oh doch, den kann man aufschrauben, sehe ich gerade hier. Oder? Ah, Leute, man kann ihn aufschrauben. Yay! Das heißt, nur die Mine muss ausgetauscht werden. Das freut mich natürlich, weil ich diesen Stift sehr, sehr gerne mag. Ich bin irgendwie gewohnt, dass man Stifte weiter vorne, also hier irgendwie aufschrauben kann und nicht da hinten. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gecheckt vorhin. Aber sehr gut, dann kann ich diesen Stift behalten und die Mine werde ich dann mal mitnehmen zum Schreibwarenladen und gucken, ob ich dafür einen Ersatz bekomme. Das ist ziemlich witzig, weil dieser Stift mich eigentlich zu diesem Video heute inspiriert hat. Aber da seht ihr mal, wieder was gerettet. Ansonsten schreiben alle meine Stifte noch sehr gut. Das interessiert euch wahrscheinlich überhaupt nicht. Die habe ich jetzt hier in so einem leeren Marmeladenglas stehen. Und eben nicht mehr in dieser Box hier, weil es mich irgendwie gestört hat, dass man quasi immer dieses Weiße und Bunte durchgesehen hat. Und
So finde ich, sieht es irgendwie aufgeräumter aus. Dann gucken wir doch mal in die schönen Kleiderschränke hinein, ob da irgendwas wartet, was weg kann. Zum einen habe ich ja hier meine Wintersachen reingestellt, damit die aus dem Sinn sind und auch hier Kleiderbügel für meine Schwiegereltern und andere Gäste, wenn sie zu Besuch kommen. Dann sind hier meine Winterstiefel und das kann vielleicht auch mal weg. Wobei, vielleicht auch nicht. Das ist die Verpackung von unseren alten Kissen oder Decken, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ich habe ja noch neue gekauft und die sind noch in Plastik verpackt. Das heißt, wenn die das erste Mal benutzt worden sind, dann kann ich sie danach hier rein tun. Das ist nämlich schön groß. Ja, dann hat es doch seinen Sinn gehabt, dass ich es behalten habe. Also auch das wird auch nicht aussortiert. Das hier ist mein neuer Einkaufswagen und meine Yogamatte. Das heißt, hier kann dann auch alles erstmal bleiben. So, dann haben wir hier meinen Rucksack, Papiere. Das sind übrigens alle Dokumente, die ich besitze. Dann, das habe ich erst geordnet hier. Das heißt, das sieht auch noch super ordentlich aus. Und da kann eigentlich auch noch nichts weg. Hier oben ist es auch deutlich ordentlicher geworden, weil ich mir bei Ikea diese Aufbewahrungsboxen gekauft habe. Und ich habe jetzt quasi für jede Kamera, die ich besitze, eine Box. Und da hinten sind meine Handysachen drin und hier vorne dann Stative. Und hier oben sind noch meine Objektive und Kabel, die ich nicht so häufig brauche. Das heißt, das kann auch alles bleiben. Das hier ist die Chaos-Seite. Puh. Ich frage mich ja, warum ich das nicht im Griff habe. Bei dem Ding hier dachte ich mir, ich weiß nicht, irgendwas habe ich gekauft und es war so verpackt. Und ich dachte mir, witzig, könntest du benutzen für den heiligen Stift. Also nicht, als wäre der Stift heilig, aber sollte ich jemals einen heiligen Stift haben, tada. Getan habe ich es noch nicht. Und es ist eigentlich auch echt nur so ein Plastikteil. Ich könnte es natürlich weiß anmalen. Ich weiß nicht, irgendwie ist es... Das Lustige ist, dass die Form von diesem Ding so einzigartig ist und man so selten so ein Teil in der Hand hat, dass ich mir gut überlegen will, ob ich das zu irgendwas anderem recyceln will. Aber abgesehen davon haben wir hier Kunstlichter, also Kerzenersatz, weil ich hier nicht mit echtem Feuer spielen will. Das hier ist was fürs Backpacking. Das hier ist Post aus der Heimat, Mikrofon. Das hier sind alle Kassenzettel, die ich momentan noch aufhebe, zusammen mit meinem Ringlicht. Ja, Verlängerungskabel, Maßband, Gummiband und noch mehr Visitenkarten, von denen es keinen Sinn macht, dass sie hier liegen. Hier auch nicht, die gehören eigentlich in meine Handtasche. Das gehört in die Küche zum Wiederbenutzen. Das hier gehört in den Müll, das ist nämlich eine Verpackung. Hier sind alle meine Spanisch-Sachen, alles andere als schön sortiert. Ewiges Chaos, dieses Fach. Ich weiß auch nicht, hier muss ich mir mal was überlegen. Aber ich habe jetzt eh nur noch bis Ende Dezember Spanisch und dann nehme ich mich diesem Thema an. Hier sind immer noch die Sachen, die ich vorher aussortiert hatte und die kein neues Zuhause haben. Ja, die Laptop-Tasche ist vielleicht da ein bisschen besser aufgehoben, dann sieht es hier nicht ganz so chaosmäßig aus. Aber das, ganz schlimm. Böse, böse, böse. Einerseits bin ich mal voll enttäuscht, wenn ich dann doch nichts finde, was ich wegtun kann. Andererseits denke ich mir, ist halt voll gut, weil ich einfach auch nicht mehr so viel Quatsch anhäufe. Aber wir haben ja noch das Bad und das Schlafzimmer und tendenziell häuft sich da ja noch eher was an. So Leute, tatsächlich steht ein bisschen was in meinem Kleiderschrank auf der Abschlussliste. Und zwar zum einen ein Langarm-Shirt, das hatte ich jetzt letztes Wochenende wieder an und es geht einfach nicht mehr. Das ist mit einem Turtleneck und langärmlich. Das ist eins meiner Go-To-Teile gewesen. Das habe ich 100-mal angehabt in der Arbeit, aber auch privat. Also wirklich eins meiner Lieblingsteile gewesen. Das ist ursprünglich von Monkey. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das gekauft habe. Das muss auf jeden Fall vor meiner Minimalismuszeit gewesen sein. Habe ich vielleicht über ASOS gekauft und mein einziger, wenn ich mich erinnern kann, ASOS-Einkauf war, glaube ich, vor meinen Flitterwochen, also 2018. Ungefähr 3-4 Jahre ist dieses Oberteil alt. Und von dem her darf es jetzt auch mal gehen. Das Problem damit ist, dass es einfach an allen Seiten zu kurz geworden ist. Die Ärmel gehen nur noch bis hier. Es ist jetzt bauchfrei, obwohl es eigentlich nicht unbedingt bauchfrei war. Und der Hals wird immer enger. Und wie gesagt, ich hatte es jetzt letztes Wochenende nochmal an und ich dachte mir nur, das nervt mich einfach nur. Deswegen darf es jetzt tatsächlich gehen. Und dann geht es weiter mit Socken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man kauft ja oft Socken oder Unterwäsche als Pack.
Und dann wechselt man die alle regelmäßig durch und meistens gehen dann auch alle gleichzeitig kaputt. Und ich bin gerade in so einer Kaputtgehphase, zum einen mit Löchern, aber auch, dass die über die Ferse hinten nicht mehr halten. Und ich habe heute auch wieder so ein paar an und jedes Mal, wenn ich quasi rausgehe und Gassi gehe, oder jedes Mal, auch heute, als ich Gassi gegangen bin, rutschen mir die Socken dann hinten über die Fersen und das regt mich so auf. Ich werde mir auf jeden Fall neue Socken kaufen. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4 Paar plus das Paar, was ich anhabe, also 5 Paar Socken, die jetzt in den Müll wandern. Die 4 hier sind auch gewaschen. Das heißt, die ziehe ich jetzt noch jeweils einmal an und dann nehme ich mir die Freiheit raus, sie zu entsorgen. Und heute am Ende des Tages werden auch diese Socken hier rausfliegen. Und dann muss ich mir halt neue besorgen, aber that's life. Unterwäsche ist eines der Sachen, die am häufigsten kaputt geht. Zumindest bei mir. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen fliegen im Schlafzimmer. Ansonsten ist echt noch alles in Butter. Ich bin immer noch auf der Suche nach kurzen Sporthosen verzweifelt. Ich habe erst wieder im Einkaufszentrum geguckt und bin ohne Erfolg wieder gegangen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Der Rest bleibt gleich. Dann schauen wir mal, ob es hier oder im Badezimmer irgendwas gibt, was aussortiert werden kann. Also hier haben wir zum einen unsere ganzen Handtücher, die sind ja alle auch noch relativ neu, seit wir in Chile sind. Das heißt, sie sind auch noch alle in Ordnung und dürfen alle bleiben. Dann haben wir Bettdecke und Kissen für Gäste, bisschen Backups, Erdbebenrucksack. Nee, alles gut hier. Wobei ich diese Box hier aufgehoben habe, weil ich dachte, ich brauche vielleicht mal eine für Aufbewahrung, aber ich glaube, die kann ich jetzt wegtun, weil ich habe nämlich schon wieder neue Wattestäbchen hier. Ja, das ist ein bisschen der Vorratsschrank, beziehungsweise die einzigen Vorräte sind die 2 da. Und was da drin ist, das ist halt zum Beispiel, wenn ich eine Zahnpasta im Doppelpack kaufe, dann benutze ich eine und die andere ist da drin. Also, nichts Besonderes. Ach ja, und das hier ist dieser Bettbezug, der keinen Sinn macht. Da will ich immer irgendwas draus nähen, aber ich weiß noch nicht was und ich habe auch noch keine Nähmaschine. Die steht auch immer noch auf meiner Wunschliste. So, dann schauen wir doch mal hier. Aber ich glaube, da ist alles beim Alten. Das ist meine Make-up-Tasche. Der Fusselroller wohnt jetzt hier. Das ist mein Micellenwasser. Ich habe mir eine Mundspülung kaufen müssen, weil ich eine Zahnfleischentzündung habe. Aber die ist auch schon fast aufgebraucht. Das Parfum, Epilierer, Glätteisen, Pflaster, wie die hier verkauft werden, was nicht wirklich Pflaster sind. Ja, da gibt es eigentlich auch nichts auszusortieren. Nee, scheint, als hätte ich genau, was ich brauche und nicht mehr. Es gibt natürlich die eine oder andere Sache, die noch auf der Wunschliste steht, aber das zeige ich euch dann in der In-and-Out-Bilanz in 2 Wochen ungefähr. Das heißt, zusammen mit dem Buch und den Klamotten sind jetzt 7 Sachen ausgezogen. Und ein paar Sachen sind umgezogen, beziehungsweise so ein bisschen Müll habe ich eliminiert, wie jetzt zum Beispiel die Verpackung von den Wattestäbchen. Aber zum Beispiel das Geschirrtuch hat ja einfach nur das Zimmer gewechselt. Vielleicht habt ihr auch Lust, ein bisschen durch eure Wohnung zu tigern und einfach mal in alle Schubladen zu gucken und zu schauen, ob sich da irgendwas angesammelt hat, was ihr nicht wirklich braucht. Es geht nämlich viel schneller, das einfach ab und zu mal zu machen, vielleicht alle 2 Wochen, einmal im Monat mal durch die Schubladen zu gehen, als am Ende wieder vor so einem riesen Haufen zu stehen. Und glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung. Okay Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder im nächsten Video. Adios!